Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Tamas Georgadze, der CEO von Raisin. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du ja einen Hintergrund in Schach hast. Gibt es Parallelen zwischen Schach und Company Building? Und wenn ja, welche? Ich glaube, die größte Parallele ist im Schach wie im Company Building, gibt es einen Endzustand, den man, also im Schach ist es Schachmatt, idealerweise man stellt jemanden Schachmatt. Im Company Building ist das tatsächlich ein unternehmerischer Erfolg, der durch Dominanz oder Superprodukte in einem gewissen Markt sich auszeichnet. Und es gibt viele, viele Schritte dazwischen. Im Schach sind das Züge und im Unternehmen sind es tatsächlich gewisse Stadien, Finanzierungsrunden, Produktreife, Ausbreitung der Produktpalette. Ich glaube, auf beiden Seiten, also was ich ja das Spannendste im Schach fand, ist tatsächlich Vorausplanung der Züge und Szenarioanalyse. Also was passiert, wenn ich so setze und wie viele Züge habe ich dann alle Varianten oder Grundvarianten und die wahrscheinlichsten Varianten berechnet. Das ist auf der anderen unternehmerischen Seite natürlich auch sehr hilfreich, weil ich glaube, was uns in der ersten Phase enorm geholfen hat, und das haben wir beibehalten, ist, wir haben gelernt, dadurch, dass wir bei großen VCs also unvermittelt eigentlich gepitcht haben, durch die erste Feedback-Schleife haben wir gelernt, die Vision muss halt so krass groß sein, dass das für US-Investoren appealing ist, weil die verstehen irgendwie den deutschen Sparer und so weiter, dafür stehen die nicht auf. Aber das dann zu operationalisieren und zu sagen, okay, irgendwie, wie kommen wir denn dahin, weil das ist irgendwie bigger than life, aber dann gibt es irgendwie 15 Schritte dazwischen und wir stehen halt ganz am Anfang irgendwie ein Produkt im Shelf. Genau, wir haben ein Deck. Und das hat schon geholfen, dann sowohl für sich selber wie auch für die Investoren und die Mitarbeiter schon so ein bisschen Plan für die nächsten 2-3 Jahre haben, was wollen wir eigentlich alles erreichen, sodass wir da gut auf dem Weg sind hin zu diesem großen Zielbild und zu der Vision. Und ich glaube, also wenn man jetzt sagt, Produktentwicklung und insgesamt die Firmenentwicklung, wir sind schon sehr, sehr nah daran, was wir eigentlich auch ursprünglich schaffen wollten. Ob zum Guten oder zum Schlechten. Also entweder sind wir betriebsblind oder ist das gut geplant, mag beides sein. Aber das hat schon, das hilft schon auf beiden Seiten so ein bisschen die Berechenbarkeit und die Paarzüge im Voraus zu denken. Bisschen den Szenenwechsel, wir sind ja gerade in der Sektion Tipps und Tricks. Ihr seid ja relativ schnell gewachsen, beziehungsweise euch gibt es eine ganze Weile, aber dann habt ihr jetzt schon sehr starkes Wachstum gehabt am Ende. Und was ich spannend finde, es gibt ein volkswirtschaftliches Konzept, das nennt sich Niskanen-Bürokratie, dass eben gerade man selbst versucht, sich zu isolieren von Problemen, indem man ganz viel FTEs, Personal oder Budget um sich herum schart, was fast wie so eine Art Schutzraum für einen selbst ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man größer wird, dass mehr und mehr Leute natürlich auch irgendwie, ich bin sicherer, wenn ich Sachen um mich herum schaue. Wie geht man eigentlich dagegen vor? Also diese Trägheit, die in großen Organisationen existiert, was kann man machen, um das zu verhindern? Ja, also ich glaube, das ist ganz natürlich, ja, weil es kommen mehr Leute dazu. Es ist ja auch also die größte Entschleunigung kommt eigentlich aus dem Wachstum, weil man ja sehr viele Leute onboarden muss. Also wenn man jetzt, wir sind letztes Jahr auch, ich glaube 60-70% gewachsen, was die Mitarbeiteranzahl angeht und dann die reine Zeit, die man für das Onboarding und das Interviewing und so weiter, diese Leute, und dann sind die irgendwann angekommen und bis die Geschwindigkeit entwickeln, das ist natürlich alles die Zeit, die man investiert in die nächste Phase und dann kommt die nächste Phase und dann müssen die selber noch Leute onboarden. Ja? Also das heißt, der Anteil der Zeit, der darauf geht, dass man überhaupt das Wachstum bewältigt und die Leute ins Onboarding reinbringt, die ist schon spektakulär hoch. Und dann hatte man das Gefühl, okay, verlieren wir Zeit oder sollten wir jetzt einfach mal schnell mit irgendwie Hochperformern einfach vorangehen und lass mal jetzt hier diese ganze Skalierung und neue Menschen, lass jetzt mal lassen. Was wir versuchen ist, das eine ist tatsächlich eigenes Produkt von den Augen, also schon sehr klar zu haben, wo ist unser Produkt gut und wo ist es halt nicht gut und was müssen wir verbessern. Ja? Und unser Produkt hat ja mehrere Dimensionen. Also das Produkt hat die Dimension hin zum Kunden und da wissen wir die Defizite schon sehr genau. Also das Feedback der Kunden, wir sind ja selber eigene Kunden, wir wissen, was funktioniert nicht.
Das Produkt Richtung Banken, da wissen wir auch, also wir haben 93 Banken, die sich dann ständig beschweren, die sind halt super happy, aber dann gibt es halt irgendwie, jeder hat seine Wehwehchen mit der Integration und Technologie. Wir versuchen diese Sachen systematisch abzuarbeiten und systematisch das Produkt besser zu machen. Parallel dazu, wo wir sagen, also wir wollen halt tatsächlich so 1, 2 Produktlinien oder 1, 2 Segmente jedes Jahr starten, wo wir dann das eher als Pivot sehen oder tatsächlich als Markttest, wo wir sehen, okay, funktioniert das, dann machen wir es besser, aber die Ursprungsversion ist nie super. Also Beispiel, wir haben Weltinvest gestartet vor 18 Monaten, das Ursprungsprodukt hatte eine Mindestanlage von 5.000 €, war irgendwie super unflexibel, gab keinen Sparplan dazu, jetzt gibt es Sparplan mit 50 € und also das heißt, das Produkt ist auch bei Just ETF integriert mit ganz vielen unterschiedlichen Portfolio-Varianten. Das heißt, wir starten mit irgendwas, sehen, das funktioniert und dann haben wir schon eine Agenda, was wir an dem Produkt an Verbesserungen sehen wollen. Und das messbar zu machen, für alle sichtbar, dann das eigene Endprodukt tatsächlich, das sich übersetzt, weil das ist ja bei der zunehmenden Größe, ist ja auch das Endprodukt anonymisiert. Also man weiß es, also man arbeitet halt in irgendeinem Feature oder kleinem Ding und dann man muss schon für die Mitarbeiter sehr sichtbar machen, wo landet es eigentlich und was ist der Effekt davon und was davon besser geworden beim Kunden. Und genau, also darauf geht deutlich mehr Zeit als am Anfang, wo man tatsächlich an einem Produkt das schon limitiert ist, woran man arbeitet, aber dann die Wirkung unmittelbar ist. Also diese Transparenz und die Übersicht darüber, was ist eigentlich die Gesamtmasse, woran wir arbeiten und was davon tragen wir ab. Das ist wir sind auch noch nicht super da drin, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist wahrscheinlich nie vorbei und Abtragen erinnert mich an ein Gespräch als Punchline, was wir mit Olaf Koch hatten, der CEO von der Metro-Gruppe, cooler Typ by the way, und der sprach davon, dass Unternehmenskultur unterliegt auch einer Erosion, also dass sich halt einfach das abträgt über Zeit, ne? Das hört allein deswegen schon nicht auf, immer daran arbeiten zu müssen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er meinte, alle 2 Jahre oder so müssen die eigentlich so ein Programm neu aufsetzen rund um Unternehmenskultur, weil das einfach so wegschwemmt alles so ein bisschen. Ist das so? Ich glaube, wir sind noch ein bisschen kleiner als Metro. Absolut. als die Erstdiagnose. Wir haben auch den Luxus, dass wir relativ wenig Standorte haben. Also wir haben Berlin ist die große Masse der Leute und dann gibt es Manchester und dann wird es schon sehr klein. Also gibt es USA, gibt es Spanien, aber das sind halt schon, also das heißt, wir sind so geballt an wenigen Standorten und die Bank in Frankfurt. Also das heißt, das sind nur 3, 4 Standorte und wir versuchen sehr vieles zu machen, was die Leute verbindet. Also beispielsweise sei es jetzt wir haben Offsite gemeinsam mit allen zusammen. Wir machen Management-Offsites tatsächlich an Standorten, dass alle Management-Member aus unterschiedlichen Standorten sind immer mit dabei. Das heißt, wir versuchen halt sehr integrativ da zu agieren. Ich glaube, die Kultur ist am Ende gelebt. Ja? Also das heißt, es gibt Leadership Standards, die wir haben. Also das heißt, was muss eine Führungskraft machen? Das ist irgendwie ein Must, den Mitarbeiter einfordern können. Und wenn wir sehen, dass nicht erfüllt wird, dann ist halt irgendwie, das geht nicht. Und die versuchen wir einzuhalten und die versuchen wir auch vorzuleben. Ja? Also sei es jetzt Feedback geben, Feedback einfordern, Jahresbewertungen geben, transparent machen, Leute encouragen, gewisse Projekte zu machen und Eigeninitiative zu zeigen. Also das sind die Sachen, die zum Standardrepertoire gehen und der ist definiert, den haben wir auch gemeinsam uns committed. Wir haben jetzt nicht so alle 2 Jahre repetitive Programme, was in Großkonzernen tatsächlich passiert, so, wo dann einfach Themen dann ausgerollt werden. Das haben wir bislang nicht. Ja, kommt wahrscheinlich. Ja, fand ich auch ganz spannend eigentlich. Die Skala dessen, wie sein Job ähnlich, aber dann auch anders ist. Er sprach dann darüber, ich hatte ihn, glaube ich, irgendwas zu Business Reviews gefragt und dann meinte er, ja, also wenn ich Länder-Reviews mache, antwortete er, weißt du, bei ihm ist halt nicht mit einer Einzelperson, sondern mit dem ganzen Land sind halt die Reviews, die er dann irgendwie macht. Fand ich irgendwie sympathisch. Aber die Mechaniken sind eigentlich gar nicht so anders, also ganz grob vergleichbar zumindest. Nochmal kurz zurück zu euch, also ich meine, ihr habt das ja dann gegründet irgendwann und manchmal frage ich mich auch, man kann natürlich lernen von anderen Unternehmenskulturen und was die so machen und deswegen sprechen wir jetzt hier auch, damit andere Leute da vielleicht irgendwie Inspiration drin finden. Aber kann man eigentlich so ein Copy and Paste machen, wenn man von Anfang an startet, ne? Und dann sagt, okay,
das will ich so reproduzieren. Ist sowas möglich? Ja, also wir 3 Gründer kamen alle von McKinsey, deshalb war die Neigung ja sehr groß, da sich ein paar Tools da Die Unternehmensfarben sind nochmal was? Ja, aber also wir haben auch Werte, was McKinsey auch hat. Wir haben tatsächlich das Jahresendbewertungsschema sieht ein bisschen ähnlich dem, was McKinsey auch nutzt, also mit anderen Dimensionen, aber tatsächlich von der Logik her sehr ähnlich. Das heißt, wir nutzen so ein paar Tools, die wir gesehen haben. Aber das sind eher Tools, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie tatsächlich die Kultur oder was sind die Verhaltensregeln, die wir gut finden, sondern das ist eher so das Toolkit, wie würde man systematisiert Mitarbeitern Feedback geben und wie kodifiziert man und was schreibt man für Dimensionen auf. Also da auf jeden Fall Hilfestellung. Ich finde jetzt so, weil immer ist der Markt unterschiedlich, ist es so, also das Problem, was man löst, ist unterschiedlich. Es ist schwer halt 1:1 Copy-Paste zu machen. Also im Vergleich jetzt, was bei McKinsey zum Beispiel und uns nicht passt, dass McKinsey ist, das ist hochgetrieben durch einzelne Personen, was bei uns nicht ist. Also wir bauen eigentlich Systeme und Produkt, ja. Also es ist, Verbraucher ist bei uns halt viel, viel mehr. Bei denen sind es wenige Kernklienten, die Produkte bestellen, also deren Produkt bestellen in Anführungszeichen. Also Produktlieferung ist 3 Monate versus bei uns halt unendlich. Ja? Das heißt, der Kunde hat kontinuierliche Erfahrung. Also das heißt, das ist am Ende so unterschiedlich, dass was ist das Ziel dort, ist tatsächlich krasse Helden zu haben auf Einzelpersonenseite, die wirklich was reißen können bei Klienten, die werden zu Partnern promotet, die können dann wiederum neue Studien holen und dann das Content weiterentwickeln. Hier ist es ja weniger heldenhaft. Ja? Also wir brauchen natürlich auch Helden und schlauen Leute, aber am Ende geht es darum, halt in Abstimmung das digitale Produkt weiterzuentwickeln und Partner systematisch geordnet zu integrieren. Es ist eine andere Dynamik oder ein anderes Profil auch, was man braucht. Also deshalb Kopierbarkeit, ja, man kann sehr vieles anlehnen und man kann auch so sich aussuchen aus dem Menü, was will man eigentlich von Unternehmenskultur. Toolset auf jeden Fall abschauen, weil da ist tatsächlich irgendwie immer neu sich auszudenken auch nicht sinnvoll. Aber am Ende ist es, glaube ich, sehr individuell, was man kreiert. Macht Sinn. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du nach Deutschland gekommen bist und hier gegründet hast und wünsche euch ganz viel Erfolg auf eurem Weg. Danke euch für euren Besuch.